In Deutschland landen jährlich Lebensmittel, die rechnerisch in 4 Monaten produziert werden, im Müll. Dagegen kann jeder etwas tun, denn die Hälfte, 6,1 Millionen Tonnen, werden in privaten Haushalten weggeworfen. Weltweit sind es etwa 1/3 der erzeugten Lebensmittel, die im Müll landen. In Deutschland sind es rund 12 Millionen Tonnen. Deshalb ist es wichtig, Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten. Und das kann man sogar online. Wir testen die Internetseiten Motatos und Surplus. Retten ist das neue Einkaufen. Klingt gar nicht verkehrt. Okay, lass uns mal gucken, was es Bin gibt. ich gespannt. Unsere Testerinnen sind bei EVA, Essen für alle. Ihr Verein rettet regional, rund um Groß-Gerau, wöchentlich ca. 2 Tonnen Lebensmittel und unterstützt damit knapp 1000 Menschen. Simone Wedel und Silvia Schneider probieren für uns 2 der Lebensmittelretter-Online-Anbieter aus. Hier gibt es zum Beispiel den Bio-roten Reis Indian Tiger. Auf den Internetseiten der Online-Lebensmittelretter Surplus und Motatos werden Produkte angeboten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht oder schon überschritten ist. Laut eigenen Angaben sollen die Produkte dann 20 bis 80% billiger sein. Die Auswahl ist groß. Backzutaten, Brotaufstriche, Chips, Snacks, Konserven, Fertiggerichte, Schokolade, Süßigkeiten, Getränke, Säfte, Limonade, Smoothies, Kaffee, Tee, Milch, Superfood und Sportnahrung. Doch wie viel spart man eigentlich? Lohnt sich das Lebensmittelretten auch finanziell? Vollkornmüsli, das seit 3 Monaten abgelaufen ist. Prinzipiell nicht schlecht, aber das dann zu gerade mal 16% reduziert vom Originalpreis. Ich würde es mir nicht bestellen, unter keinen Umständen. Für uns versuchen die beiden Lebensmittelretterinnen 2 relativ gleiche Warenkörbe für jeweils 25 € zusammenzustellen. Gar nicht so einfach. Jetzt irgendwie nochmal Versandkosten? Ja, wir bezahlen jetzt 4,99 € Versandkosten. Ach so. Erst ab einem Warenwert von ca. 40 € ist der Versand kostenlos. Das ist dann nochmal relativ happig. Ja. Und das sind die beiden Bestellungen. Bei Motatos 22 Artikel und bei Surplus 19 Produkte für jeweils etwa 26 €. Der Gesamtpreis ist bei Surplus höher, wegen der 4,99 € für den Versand. Das Päckchen von Motatos kommt nach 4 Arbeitstagen. Die beiden kennen sich aus, testen auch für ihren Verein regelmäßig Ware, bei der das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Jetzt wird es doch ein bisschen spannend. Ist das alles noch essbar? Hier zum Beispiel war das Mindesthaltbarkeitsdatum bis 6.9.21. Wir können hier alles sensorisch prüfen. Wir haben ja extra unsere Sinne dafür. Riechen, schmecken, fühlen. Dann Komm, wir probieren noch mal. probieren wir. Ja. Ja. Geschmacklich Geschmacklich hat er nichts. ist gut. Hier rot schreibt Motatos, wir haben 27 € gespart. Stimmt das? 26 € hat der Warenkorb noch gekostet. Zu teuer, findet die Expertin. Die Märkte sind froh und die Händler, wenn sie ihre Waren loswerden, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Das heißt, es gibt teilweise kostenlos, wenn es vielleicht noch ein bisschen haltbar ist, dann zu einem ganz kleinen symbolischen Preis. Aber im Endeffekt ist der Preis eher vernachlässigbar. Online-Lebensmittel retten muss man aus Überzeugung. Bei unserer Stichprobe haben wir nicht gespart. Wir haben die vergleichbaren Produktgruppen und die vergleichbare Menge nochmal im Discounter gekauft. Und da zahlen wir gerade mal rund 21 €, also 5 € weniger und sparen natürlich die Versandkosten. Lebensmittel retten lohnt sich immer. Jedes Lebensmittel, das erzeugt wurde, das transportiert, verarbeitet, gelagert wurde, hat Ressourcen verbraucht hinsichtlich Energie, Wasser, Arbeitskraft und auch Geld und hat das Klima belastet. Von daher ist jedes Lebensmittel, das nicht im Müll landet, ein gutes oder gewonnenes Lebensmittel. Also grundsätzlich eine gute Sache, auch wenn die Online-Händler noch mal gut daran verdienen.